Wir müssen leise sein und hören, was er zu sagen hat. Hallo ihr zwei. Willkommen bei Squid Game Staffel 3. Ich bin die männliche Puppe und ich freue mich, dass ihr da seid. Spieler 4, 5, 6 ist auf dem Weg zu euch. Er bringt euch den neuen Squid Game Staffel 3 Film. Ihr müsst ihn anschauen. Nicht vielleicht, nicht später. Jetzt. Habt ihr verstanden? Oh mein Gott, habt ihr gehört, was die neue Puppe aus Squid Game Staffel 3 gesagt hat? Er will uns Spieler 4, 5, 6 schicken. Und das Verrückte ist, es ist wirklich die Originalpuppe aus Staffel 3, die männliche Puppe. Und Spieler 4, 5, 6 hat den neuen Film, also die gesamte Squid Game Staffel 3 hier. Und die müssen wir heute mit euch zusammen anschauen. Und das Ganze um 3 Uhr nachts. Ich bin Spieler 4, 5, 6 und ihr seid eingeladen, die neue Squid Game Staffel 3 zu schauen. Die männliche Puppe aus der neuen Squid Game Staffel 3 hat die Wahrheit gesagt. Und der Spieler 4, 5, 6 hat uns wirklich die DVD gebracht. Ihr müsst jetzt die neue Squid Game Staffel 3 bis zum Ende angucken. Ich glaube es nicht. Hier ist ja wirklich die echte DVD mit Squid Game Staffel 3. Ihr habt es ja gehört, wir müssen jetzt zusammen mit euch die neue Squid Game Staffel 3 bis zum Ende anschauen. Und ihr bleibt auf jeden Fall dran, bis das Video endet. Und wir müssen sie schauen um 3 Uhr nachts. Bevor wir sie aber schauen, holen wir uns jetzt erst noch was zu essen und zu trinken. Und dann schauen wir zusammen mit euch den Film an. Wir haben hier 2 originale Squid Game Staffel 3 Cornflakes. Und eine dieser Packungen könnt ihr heute in diesem Video gewinnen. Also bleibt dran. Und wir öffnen jetzt eine. Wir verschenken jetzt diese leckere Packung Squid Game Cornflakes an einen Zuschauer von uns. Dazu musst du jetzt einfach nur die Zahl 3 in die Kommentare schreiben. Du kannst die Zahl 3 so oft in die Kommentare schreiben, wie du willst. Wir losen einen Gewinner aus und schicken euch diese leckere Packung Cornflakes zu euch nach Hause. Aber jetzt öffnen wir erstmal die andere Packung und schauen, was da drin ist. Lecker nach Marshmallow. Dann müssen wir jetzt nur noch Milch in die Cornflakes machen. Guckt mal an, wie lecker das aussieht. Das sind die perfekten Squid Game Staffel 3 Cornflakes einfach zum Essen. Und wir legen jetzt den Film zusammen mit euch ein. Hier ist die Staffel 3 als DVD. Ihr könnt es auch sehen, hier ist eine 3 auf der DVD. Wir legen sie ein und verschwenden keine Zeit. Worauf wartest du? Film ab! Schaut es euch an, die Squid Game Staffel 3 fängt an mit einer komplett neuen Arena. Die sieht ja richtig cool aus. Da ist irgendein Alarm losgegangen. Was passiert denn hier gerade? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Oh nein, da ist ja die Puppe aus Staffel 1 und 2. Und sie heult. Ihr könnt es sehen, die Puppe heult. Natürlich, weil in Staffel 3 es gibt eine neue Puppe. Die männliche Puppe, das bedeutet, die weibliche Puppe wurde durch die männliche Puppe in Staffel 3 ersetzt. Deshalb heult sie ja, weil sie wird einfach ersetzt durch eine neue Puppe, da würde ich doch auch heulen. Vielen Dank an GameToons, dass wir deinen Film gucken dürfen. Ihr findet den Link jetzt unten in der Beschreibung. Vielen, vielen Dank, aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin auch gespannt und die Wächter hier reden gerade mit Frontman. Das ist Frontman, das ist doch der Chef, der Boss. Weißt du, was ich glaube? Die Puppe muss selber mitspielen. Natürlich, die zweite Puppe muss mitspielen und die neue männliche Puppe ist der neue Chef. Ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Das ist ja eine Sensation. Das ist Wahnsinn. Die Puppe spielt selber mit den Spielern mit. Die Frage ist nur, was hat der Frontman damit zu tun? Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall mit euch weiter gucken, denn nur wir haben hier den offiziellen Squid Game Staffel 3 Film. Und ihr seid die Ersten, die genau mit uns als allererstes diesen Film oder die Staffel schauen. Ihr könnt es sehen, guck mal, die Puppe ist jetzt ein Spieler. Du hattest recht. Und hier sind diese reichen Leute, die immer zugucken bei dem Spiel. Und die Puppe wird wirklich zum neuen Spieler. Wie cool ist die Staffel 3? Ich kann es gar nicht abwarten, was passiert. Wird die Puppe es überhaupt bestehen, die ganze Staffel 3? Und vor allem ist jetzt die Puppe mit den Spielern. Und ihr seht es, die Spieler mögen die Puppe nicht. Jeder Spieler kennt doch die Puppe aus Staffel 1 und 2. Deshalb kann doch gar nicht sein, dass sie gewinnen wird. Und schaut es euch an, jetzt muss sie das Keks-Ausstechen-Spiel machen mit dem Dreieck. Und früher hatte sie noch Spaß bei den Spielen. Rotes Licht, grünes Licht, war sie noch der Boss. Und jetzt muss sie selber mitspielen. Ey, das ist richtig cool. Ihr lasst auf jeden Fall einen Like da und schaut das Video mit uns bis zum Schluss. Denkst du, die Puppe gewinnt? Die Oma hilft ihr. Die Oma ist die Oma, die nette Oma. Die Oma gab es auch schon in Squid Game Staffel 2. Und genau da war sie genauso nett zu den anderen Spielern wie jetzt zu der Puppe. Die Oma hat es fast bis ins Finale geschafft. Sie hilft der Puppe, um den Keks auszustechen. Sie beruhigt die Puppe. Sie sagt, hey, du schaffst das, du kriegst es hin, keine Sorge. Und damit wird es die Puppe schaffen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und soeben hat sie es geschafft, ihr seht es. Die Oma hat es geschafft, der Puppe zu helfen. Und danke der Oma
Oma. Durch die Oma hat es die Puppe geschafft, dieses Spiel zu gewinnen. Ich muss dir eins sagen, ich bin wirklich froh, dass es geklappt hat. Und der Frontman redet gerade mit den reichen Leuten. Da bin ich echt gespannt, was alles in Staffel 3 passiert. Andererseits ist die Puppe ja eigentlich böse. Die Puppe hat hier in den ersten Staffeln die ganzen Spieler eliminiert. Ja, aber jetzt ist sie ja selber der Spieler. Das heißt, sie muss alle Spiele selber spielen. Okay, das wird richtig knifflig. Das Problem ist aber, dass die Puppe ja schon weiß, welche Spiele gespielt werden. Oder es kommen in Staffel 3 natürlich auch ganz neue Spiele. Wir wissen es nicht. Wir schauen die Staffel 3 mit euch zum allerersten Mal. Aus diesem Grund habt ihr hier reingeklickt, denn ihr wollt ja unbedingt das Ende der Squid Game Staffel 3 sehen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass sich die alte Puppe mit dieser netten Oma zusammentun und eine Freundschaft schließen. Ich muss sagen, Squid Game hat mich positiv überrascht, dass sie jetzt die Puppe ins Tauziehen sogar schicken. Tauziehen, das kennen wir auch aus den anderen Staffeln. Das ist das Spiel, die eine Gruppe, die runterfällt, ist eliminiert. Und du siehst es, die Oma gibt ihr wieder Worte, sie hilft ihr. Und die Puppe ist an letzter Position. Sie bindet sich fest und hält sich am Geländer fest. Das ist aber verboten eigentlich. Es ist die Puppe. Sie kennt doch alle Tricks und Regeln, auch von Staffel 1 und 2. Weil die anderen Spieler haben früher sich nie am Geländer festgehalten. Das ist natürlich schlau. Ja, aber ist ja die Puppe. Es ist kein richtiger Spieler. Und die anderen Spieler in ihrem Team machen nach. Die machen sie nach und die ziehen sich am Geländer nach hinten. Und damit haben sie eine sehr, sehr gute Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Okay, die Squid Game Staffel 3 ist voller neuer Überraschungen. Es ist wirklich aufregend. Sie können wirklich gewinnen. Sie geben wirklich alles. Und sie machen Stück für Stück und gewinnen dieses Spiel. Wir haben es geschafft. Die Puppe hat es geschafft. Die Puppe und alle anderen Spieler sind eliminiert. Aber die nette Oma und die Puppe aus Staffel 1 und 2 haben gewonnen. Wahnsinn, ihr dürft nicht abschalten. Wir haben hier das Originalvideo. Ihr seht es hier laufen. Wir schauen es mit euch. Jetzt kommt das Murmelspiel. Und da ist die Puppe, die weibliche Puppe, natürlich auch dabei. Und sie kennt natürlich alle Tricks von den vorherigen Staffeln. Deswegen wird sie wahrscheinlich auch dieses Spiel gewinnen. Und bei dem Murmelspiel gibt es sehr, sehr viele Tricks. Sie wird alle beherrschen. Sie kann eigentlich nicht verlieren. Sie wird alle Murmeln in ihren Besitz erlangen. Sie muss gewinnen, dieses Spiel, 100%ig. Ich glaube aber auch, sie hat diesen anderen Spieler durchschaut. Sie ist nämlich ganz genau in ihrem Kopf. Aber warum redet der Spieler jetzt mit dem roten Wächter? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zielt der rote Wächter mit seinem Gewehr auf den Spieler. Du hattest recht, die Puppe hat gewonnen. Aber wie? Richtig unfair. Die haben doch überhaupt gar nicht gespielt. Der Spieler hat die Murmeln fallen gelassen, weil er Angst hatte. Nur durchs Reden und dann kam der rote Wächter und die Puppe hat gewonnen. Okay, was kommt jetzt als nächstes? Welches Spiel spielen die hier als nächstes? Ich bin so gespannt. Natürlich dieses Element mit den Glastüren. Die Glasbrücke. Oh nein, aber da kannst du ja runterfallen. Aber du hast gesehen, es sind schon einige Spieler vor der Puppe draufgelaufen. Da bin ich mal echt gespannt, was mit der netten Oma und mit der Puppe passiert. Nein, die Oma. Hörst du das klingeln? Hier klingelt irgendwo ein Telefon. Da ist doch der Spieler 456! Die Puppe aus Squid Game Staffel 3 ruft euch an. Hier, nehmt das Telefon. Ich kann es kaum glauben, die männliche Puppe aus Squid Game Staffel 3 ruft uns an. Und das Handy kam vom Spieler 456. Hey, wir müssen unbedingt rangehen. Hallo ihr zwei. Wie gefällt euch die neue und letzte Squid Game Staffel 3 bis jetzt? Ich hoffe, sie kriecht euch schon ein bisschen unter die Haut. Ihr beide erinnert mich an zwei Jungs. Im Murmelspiel gaben sie sich gegenseitig die letzte Kugel, in der Hoffnung, das System auszutricksen. Aber das Spiel kennt kein Mitleid. Squid Game verändert Menschen. Es zeigt, wer ihr wirklich seid, wenn niemand mehr Regeln macht, außer wir. Deshalb sage ich euch eins. Ihr müsst die Serie auf jeden Fall bis zum Schluss weiterschauen. Verstanden? Natürlich, okay, wir werden weiterschauen. Ihr da draußen, helft uns, wir werden weiterschauen. Lasst ein Like und wir schauen auf jeden Fall weiter und ihr schaut das Video bis zum Ende. Gut, das wollte ich hören. Ihr habt verstanden, dass es hier nicht nur um ein Spiel geht. Es geht um Entscheidungen, eine Wahrheit, um den letzten Moment, wenn keiner mehr zuschaut, außer wir. Das Finale wartet nicht auf Zuschauer. Es sucht Zeugen. Und bevor ich euch gehen lasse, vergesst das Wichtigste nicht, das Gewinnspiel. Wenn ihr die Squid Game Cornflakes haben wollt, dann schreibt einfach die Zahl 3 in die Kommentare. Aber denkt dran, nur wer mitmacht, kann gewinnen. Und wir sehen alles.
Die Puppe hat aufgelegt und sie hat nochmal gesagt, dass ihr da draußen jetzt die Original Squid Game Cornflakes nochmal gewinnen könnt. Alles, was ihr dafür tun müsst, einfach die Zahl 3 in die Kommentare schreiben und diesem Video ein Like da lassen. Vergesst es nicht und einer von euch kann diese leckeren Squid Game Cornflakes gewinnen, aber wir müssen den Film weiter gucken. Staffel 3. Ihr habt die neue Puppe aus Squid Game 3 gehört, wir müssen weiter gucken. Und das Ganze natürlich um 3 Uhr nachts. Und das machen wir jetzt. Warum ist die Puppe jetzt wieder da und der Spielleiter? Weil die Puppe doch jedes Spiel einfach so gewonnen hat, ohne zu spielen. Das bedeutet, die Puppe hat uns hinters Licht geführt. Deshalb ist sie jetzt bei rotes Licht, grünes Licht auch wieder der Spielleiter. Ich fasse es nicht. Unglaublich, dass sie sich da mal eingemischt hat, mitgespielt hat. Aus Langeweile? Weil sie hat ja nicht einfach so die Spiele gewonnen. Die hat bei jedem Spiel einfach nur gemogelt. Beim Murmelspiel, bei Tauziehen, überall. Da war gerade Spieler 456. Ihr habt doch gesehen, Spiel 556. Der war doch genau gerade bei uns. Der hat uns das Telefon gebracht. Deshalb haben wir ja telefoniert mit der neuen männlichen Puppe aus Staffel 3. Ey, ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Schaut das Video bis zum Schluss und lasst jetzt doch mal ein Like da. Und das Gute ist, jeder von uns, auch wir und ihr, kennt dieses Spiel. Rotes Licht, grünes Licht mit der Puppe. Ich bin jetzt gespannt, was sich hier Neues ergibt in Staffel 3. Wir müssen hier irgendwas Neues hinzugefügt haben. Bei dem Spiel hat sich bestimmt irgendwas verändert, weil wir sind jetzt live gerade in Staffel 3. Und der Countdown ist losgegangen, die Leute rennen los und alles Jemand ist gestolpert. Ich kapier's nicht. Warte! Oh nein! Die Puppe dreht sich um, sie sucht wieder irgendjemand, der sich bewegt. Alle bewegen sich! Oh Gott, ich kann gar nicht hingucken. Leute, sie sind weg. Die Spieler sind eliminiert im roten Licht, grünen Licht. Okay, das ist auch nicht so leicht, das Spiel. Das heißt, wenn die Puppe sich umdreht, darf sich keiner mehr bewegen. Aber die Frage ist immer noch, was hat sich in dem Spiel verändert? Das müssen wir natürlich zusammen mit euch herausfinden. Nach der zweiten Runde ist schon die Hälfte der Spieler einfach eliminiert und weg. Wahnsinn. Und der Frontman feiert es. Er freut sich. Umso mehr Spieler weg sind, umso besser für Squid Game. Da ist immer noch der Spieler 456, der war gerade bei uns und ich sitze live in dem Spiel drin. Okay, die Puppe sucht wieder. Sie sucht irgendeinen, aber hat sich jetzt umgedreht. Also diese Staffel 3, die ist wirklich die beste Staffel, die jemals von Squid Game rauskam. Und ihr seid die allerersten mit uns zusammen hier und könnt sie euch angucken. Ihr dürft nicht vergessen, ihr könnt immer noch diese Squid Game Packung gewinnen. Schreibt einfach 3 in die Kommentare und lasst ein Like da und wir losen irgendeinen von euch aus. Mit etwas Glück bist du der Besitzer einer leckeren Squid Game Packung. Cornflakes! Lecker Cornflakes. Okay, es geht weiter. Pass auf! Spieler 456 ist wieder hier. Immer noch da. Zum Glück ist er immer noch da. Vielleicht ist er der Gewinner. Vielleicht gewinnt er die ganze Squid Game Staffel 3. Und das Gute ist, wenn er die Staffel 3 gewinnt, hoffentlich kommt ihr wieder bei uns vorbei. Das seht ihr dann am Ende des Videos. Spieler 456 hat auch die allererste Staffel schon gewonnen. Und jetzt die dritte. Alle guten Dinge sind 3. Und dann kommt er bei uns vorbei und wir feiern zu dritt. Ey, es wäre richtig cool. Und deswegen 3 in die Kommentare. Jetzt 3 in die Kommentare. Hoffentlich gewinnt er. Oh nein, jetzt wurden wieder weitere Spieler eliminiert. Ihr könnt es sehen, Spieler 456 ist ganz cool. Er bewegt sich nicht. Er macht einen auf wirklich elegant. Ich glaube auch, dass er auch dieses Spiel in- und auswendig kennt und weiß ganz genau, wann er sich bewegt und wann er sich nicht bewegt. Und vor allem, es sind noch 3 Minuten auf der Uhr. Er hat die Hälfte des Spielfelds schon überquert. Das heißt, er wird gewinnen, ganz sicher. Schreibt 3 Uhr in die Kommentare. Wir haben noch 3 Minuten und es ist 3 Uhr nachts. So viel 3, Leute, das ist ein Zeichen und du kannst leckere Cerealien gewinnen. Warte, er rennt! Okay. Wohin rennt er? Warum rennt er so lange? Spieler 2-3-0 wäre fast eliminiert geworden. Ich wollte gerade sagen, so lange geht doch keine Runde bei grünes Licht, rotes Licht. Der ist einfach weitergerannt. Schaut es euch an. Spieler 456 verdeckt seinen Mund, damit er Tipps geben kann den anderen Spielern. Weil die reden einfach so, ohne dass man den Mund sieht, wie er sich bewegt. Ich rede doch jetzt auch und ihr könnt mich nicht sehen, dass ich rede und mein Mund sich bewegt, aber ich rede. Aber ich kann dich hören. Das so macht es Spieler 456, ihr habt es gesehen. Aber ich glaube, der Frontman hat das gesehen. Oh nein, bitte nicht, es ist 456, bitte nicht eliminieren. Er wurde gerettet. 3 Sekunden, 2 Sekunden. Jawohl, ja! er hat es geschafft. Beide Spieler haben es geschafft, ich bin so beruhigt. Und das Wichtigste ist 4, 5, 6. Der Spieler hat es endlich geschafft. Der Spieler 456 hat uns am Anfang dieses Videos den Film gebracht. Der Frontman hat einen roten Knopf. Oh mein Gott, er wird jetzt... Er drückt ihn. Er hat ihn gedrückt und das Spielfeld... Das ist neu. Die ganze Arena ist geschlossen. Okay, da kommt auch ein Sondereinsatzkommando. Das gab es in Staffel 2 nicht. Was ist das? Ein Stolperdraht. Nein. Habt ihr das gesehen? Irgendeiner versucht zu verhindern, dass die Soldaten in die Squid Game 3 Arena kommen können. Weil ihr habt gerade gesehen, egal ob der Spieler das Spiel gewonnen hat,
Er wurde jetzt mit der Arena eingeschlossen. Und es wurde zugesperrt. Er kommt nicht mehr raus. Nur noch diese blaue Tür. Und diese blaue Tür ist bewacht. Das ist der einzigste Ausgang und die ist zu. Wir gucken jetzt weiter, was passiert. Wo sind die? Ich habe keine Ahnung. Sie sind in dem nächsten Spiel. Ist das die nächste Arena, die es nur in Staffel 3 gibt mit den Pferden? Das Pferd ist neu, aber ich glaube, es geht wie in Staffel 2 darum, dass die Leute sich in den Türen einsperren. Aber das ist doch hundertprozentig ein Einhorn. Da ist das neue Spiel. Ihr seht es doch, die 3 Pferde in der Mitte und die Steine außenrum. Ganz viele verschiedene bunte Türen und die werden gleich anfangen, sich zu drehen, die Pferde. Und dann schauen wir mal, was passiert. In welche Tour würdest du gehen? Ich würde natürlich in die rote Tür gehen, ihr könnt es sehen. Ich würde natürlich in die blaue Tür gehen. Heißt aber nicht, dass wir damit das Spiel gewinnen. Es geht los, ihr habt es gesehen, der Frontman hat auf den Knopf gedrückt. Es dreht sich. Welche Tür für welchen Spieler? Ich kann gar nicht hingucken, da wird es mir richtig schwindelig. Pass auf, der erste Spieler liegt auf dem Boden. Nein, ich glaube nicht. Nein, er wurde eliminiert. Warum? Weil er die Scheibe verlassen hat. Man darf die Scheibe noch nicht verlassen, wenn sie sich dreht. Der geht in die pinke Tür. 2-3-0 geht hoffentlich in die rote Tür. Und wohin geht er jetzt? Er hat noch 13 Sekunden. Eine blaue Tür ist noch offen. Was macht der Spieler 2-3-0? Nein, die streiten sich, Leute. Welche Tür jetzt? Welcher Spieler? Es kann nur ein Spieler rein. Frau 3-3-3. Jeder Spieler, der in keiner Türe mehr ist, wurde eliminiert. Okay, das bedeutet, er hat mit unfairen Mitteln gerade gespielt. Aber 2-3-0 ist immer noch dabei. Und 4-5-6 auch. Du siehst es, jetzt fängt jeder damit an, die anderen wegzustoßen. Natürlich, es gehen nur bestimmte Anzahl von Türen auf. Wenn du sie nicht erwischst und auf dieser Fläche bleibst, wirst du vom Chef eliminiert. Und Frontman schaut nur zu, die reichen Bosse schauen auch nur zu und haben ihren Spaß, so wie ihr da draußen. Und hier ist der Spieler 2-3-0 und er streitet sich wieder und hat wieder gewonnen. Er ist in der Türe drin und sind noch 20 Sekunden. 2-3-0 ist sehr gemein. Ich mag den Spieler 2-3-0 überhaupt nicht. 4-5-6 geht jetzt in deine Türe, in die rote. Ich kann gar nicht hingucken. Schafft er es? Hat er zugemacht? Lässt er ihn rein oder nicht? Ah, er sagt, bitte, 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 lass mich rein. Aber 4-5-6 wird ihn wahrscheinlich nicht reinlassen. Wir müssen weiter gucken. Wir warten ab, Leute. Ihr seid alle noch dran und schaut das Video bis zum Ende. Schweren Herzens hat er eingeatmet, aber lässt ihn nicht rein. Das bedeutet aber, auf diese Runde hat der Spieler 4-5-6 gewonnen.